Herzlich willkommen zur B2 mündliche Prüfung. Mein Name ist Lena Wagner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Die Präsentation, die Diskussion und die Problemlösung, bzw. zusammen etwas planen. Und wir beginnen mit dem ersten Teil, mit der Präsentation. Bitte schön, Maria, fangen Sie bitte damit an. Gerne, ich heiße Maria und komme aus Italien. Lieber Daniel, ich möchte dir heute meinen Lieblingsfilm vorstellen. Der Film heißt Das Leben ist schön und ist eine Tragikomödie aus dem Jahr 1997. Die Geschichte spielt während des Zweiten Weltkriegs und handelt von einem jüdischen Vater namens Guido, der gemeinsam mit seinem kleinen Sohn in ein Konzentrationslager deportiert wird. Trotz der schwierigen Umstände schafft es Guido, seinem Sohn die Schrecken des Lagers durch eine fantasievolle Geschichte zu vermitteln und ihn so vor der Realität zu schützen. Er tut alles in seiner Macht Stehende, um ihn zu beschützen und ihm Hoffnung zu geben. Der Film ist sehr emotional und berührend, aber auch humorvoll und gibt einen Einblick in die menschliche Fähigkeit, in schwierigen Zeiten Hoffnung und Liebe zu bewahren. Der Hauptdarsteller, Roberto Benigni, der auch Regie geführt hat, gewann für seine herausragende Leistung den Oscar als bester Hauptdarsteller. Schön. Wie oft hast du diesen Film schon gesehen? Ich schätze, mindestens 10 Mal. Interessant. Kann man diesen Film für einen Familienabend empfehlen? Absolut. Der Film ist ein absolutes Muss für jeden. Er bietet eine Menge lehrreicher Inhalte, von denen die ganze Familie profitieren kann. Dankeschön. Und jetzt Teil 2, die Diskussion. Thema: Homeoffice, Vor- und Nachteile. Sie haben gerade einen Text bekommen. In diesem Text geht es um die Vor- und Nachteile des Homeoffice. Und hier sind einige Notizen. Was denken Sie darüber? Arbeiten Sie momentan im Homeoffice? Wie gefällt es Ihnen? Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile und Nachteile des Homeoffice? Lesen Sie bitte den Text kurz, und wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Liebe Maria, ich möchte gerne mit dir über das Thema Homeoffice sprechen. Wie geht es dir? Liebe Maria, ich möchte gerne mit dir über das Thema Homeoffice sprechen. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und ja gerne, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Mir geht es gut, danke. Und ja gerne, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Super. Lass uns mit der ersten Frage beginnen. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile des Homeoffice? Super. Lass uns mit der ersten Frage beginnen. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile des Homeoffice? Ich denke, dass einer der größten Vorteile darin besteht, dass man Zeit und Geld spart, indem man nicht jeden Tag zur Arbeit pendeln muss. Ich denke, dass einer der größten Vorteile darin besteht, dass man Zeit und Geld spart, indem man nicht jeden Tag zur Arbeit pendeln muss. Man kann auch flexibler arbeiten und seinen Tag besser organisieren. Man kann auch flexibler arbeiten und seinen Tag besser organisieren. Ja, das sind auf jeden Fall Vorteile, mit denen ich auch übereinstimme. Ja, das sind auf jeden Fall Vorteile,
mit denen ich auch übereinstimme. Aber es gibt auch Herausforderungen beim Arbeiten von zu Hause aus. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen? Aber es gibt auch Herausforderungen beim Arbeiten von zu Hause aus. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen? Ich glaube, dass die größte Herausforderung die Ablenkungen sind. Ich glaube, dass die größte Herausforderung die Ablenkungen sind. Es kann schwierig sein, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, wenn man im selben Raum mit seiner Familie oder Haustieren arbeitet. Es kann schwierig sein, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, wenn man im selben Raum mit seiner Familie oder Haustieren arbeitet. Man muss sich auch selbst disziplinieren, um nicht in den sozialen Medien oder anderen Ablenkungen zu versinken. Man muss sich auch selbst disziplinieren, um nicht in den sozialen Medien oder anderen Ablenkungen zu versinken. Das stimmt. Und denkst du, dass Unternehmen in Zukunft vermehrt auf Homeoffice setzen werden? Das stimmt. Und denkst du, dass Unternehmen in Zukunft vermehrt auf Homeoffice setzen werden? Ich denke schon. Das Homeoffice kann dazu beitragen, Kosten zu sparen und Mitarbeiter zufriedener zu machen. Ich denke schon. Das Homeoffice kann dazu beitragen, Kosten zu sparen und Mitarbeiter zufriedener zu machen. Ich glaube, dass viele Unternehmen in Zukunft eine hybride Arbeitsumgebung anbieten werden, bei der man sowohl von zu Hause aus als auch im Büro arbeiten kann. Ich glaube, dass viele Unternehmen in Zukunft eine hybride Arbeitsumgebung anbieten werden, bei der man sowohl von zu Hause aus als auch im Büro arbeiten kann. Ja, das ist eine interessante Idee. Aber glaubst du auch, dass es bestimmte Regeln geben sollte, um sicherzustellen, dass das Arbeiten im Homeoffice effektiv ist? Aber glaubst du auch, dass es bestimmte Regeln geben sollte, um sicherzustellen, dass das Arbeiten im Homeoffice effektiv ist? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man während der Arbeitszeit erreichbar ist und dass man sich an bestimmte Arbeitszeiten hält. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man während der Arbeitszeit erreichbar ist und dass man sich an bestimmte Arbeitszeiten hält. Es sollte auch Regeln geben, wie man mit vertraulichen Daten umgeht und wie man kommuniziert. Es sollte auch Regeln geben, wie man mit vertraulichen Daten umgeht und wie man kommuniziert. Ich stimme dir zu. Gibt es deiner Meinung nach auch Nachteile beim Arbeiten von zu Hause aus? Ich stimme dir zu. Gibt es deiner Meinung nach auch Nachteile beim Arbeiten von zu Hause aus? Ja, es gibt auch Nachteile. Zum Beispiel kann es schwieriger sein, sich von der Arbeit zu trennen, wenn man im selben Raum arbeitet, in dem man auch entspannt. Zum Beispiel kann es schwieriger sein, sich von der Arbeit zu trennen, wenn man im selben Raum arbeitet, in dem man auch entspannt. Es kann auch schwieriger sein, sich mit den Kollegen auszutauschen und den Teamgeist aufrecht zu erhalten. Es kann auch schwieriger sein, sich mit den Kollegen auszutauschen und den Teamgeist aufrecht zu erhalten. Ja, das sind wichtige Punkte. Und wie hältst du dich motiviert, wenn du von zu Hause aus arbeitest? Ja, das sind wichtige Punkte. Und wie hältst du dich motiviert, wenn du von zu Hause aus arbeitest? Ich versuche, eine Routine zu schaffen,
und mich an bestimmte Arbeitszeiten zu halten. Ich versuche, eine Routine zu schaffen und mich an bestimmte Arbeitszeiten zu halten. Ich versuche auch, mich von Ablenkungen fernzuhalten und mich darauf zu konzentrieren, was ich erreichen möchte. Ich versuche auch, mich von Ablenkungen fernzuhalten und mich darauf zu konzentrieren, was ich erreichen möchte. Aber es ist auch wichtig, Pausen zu machen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um den Kopf frei zu bekommen. Aber es ist auch wichtig, Pausen zu machen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um den Kopf frei zu bekommen. Das klingt vernünftig. Wie denkst du über die Zukunft des Homeoffice? Werden wir uns immer mehr in diese Richtung bewegen? Das klingt vernünftig. Wie denkst du über die Zukunft des Homeoffice? Werden wir uns immer mehr in diese Richtung bewegen? Ja, ich denke, dass das Homeoffice in Zukunft noch wichtiger werden wird. Ja, ich denke, dass das Homeoffice in Zukunft noch wichtiger werden wird. Immer mehr Unternehmen werden auf diese Arbeitsweise setzen, um Kosten zu sparen und Mitarbeiter zufriedener zu machen. Immer mehr Unternehmen werden auf diese Arbeitsweise setzen, um Kosten zu sparen und Mitarbeiter zufriedener zu machen. Aber es wird auch Herausforderungen geben, die es zu bewältigen gilt, wie die Kommunikation und die Verwaltung von Arbeitsprozessen. Aber es wird auch Herausforderungen geben, die es zu bewältigen gilt, wie die Kommunikation und die Verwaltung von Arbeitsprozessen. Ja, das stimmt. Ich denke, dass das Homeoffice eine interessante Möglichkeit für viele Menschen sein kann. Ja, das stimmt. Ich denke, dass das Homeoffice eine interessante Möglichkeit für viele Menschen sein kann. Aber es erfordert auch Disziplin und Organisation. Vielen Dank für deine Meinungen und Ansichten zum Thema Homeoffice. Aber es erfordert auch Disziplin und Organisation. Vielen Dank für deine Meinungen und Ansichten zum Thema Homeoffice. Bitte, es war eine interessante Diskussion. Gut gemacht. Ich würde gerne wissen, ob Sie der Meinung sind, dass das Homeoffice eine gute Möglichkeit ist, um die Arbeit und das Privatleben zu vereinbaren? Gut gemacht. Ich würde gerne wissen, ob Sie der Meinung sind, dass das Homeoffice eine gute Möglichkeit ist, um die Arbeit und das Privatleben zu vereinbaren? Ja, ich denke, dass das Homeoffice definitiv eine Möglichkeit bietet, die Arbeit und das Privatleben besser zu vereinbaren. Ja, ich denke, dass das Homeoffice definitiv eine Möglichkeit bietet, die Arbeit und das Privatleben besser zu vereinbaren. Da man nicht mehr pendeln muss, kann man Zeit und Stress sparen und man kann sich auch besser um Familie und Freunde kümmern. Da man nicht mehr pendeln muss, kann man Zeit und Stress sparen und man kann sich auch besser um Familie und Freunde kümmern. Aber es hängt auch von der Art der Arbeit ab. Manche Jobs erfordern es, im Büro zu sein oder regelmäßige Besprechungen mit Kollegen zu haben. Aber es hängt auch von der Art der Arbeit ab. Manche Jobs erfordern es, im Büro zu sein oder regelmäßige Besprechungen mit Kollegen zu haben. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Gibt es Ihrer Meinung nach auch Berufe, die sich besser für das Homeoffice eignen als andere? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Gibt es Ihrer Meinung nach auch Berufe, die sich besser für das Homeoffice eignen als andere? Ja, das denke ich.
Berufe, bei denen man hauptsächlich am Computer arbeitet, wie zum Beispiel Programmierer, Designer oder Schriftsteller, sind besser geeignet für das Homeoffice. Berufe, bei denen man hauptsächlich am Computer arbeitet, wie zum Beispiel Programmierer, Designer oder Schriftsteller, sind besser geeignet für das Homeoffice. Aber es hängt auch von der Unternehmenskultur ab. Manche Firmen bevorzugen es, dass ihre Mitarbeiter im Büro arbeiten, um den Teamgeist zu stärken. Aber es hängt auch von der Unternehmenskultur ab. Manche Firmen bevorzugen es, dass ihre Mitarbeiter im Büro arbeiten, um den Teamgeist zu stärken. Sehr gut. Was halten Sie von der Idee, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Wahl lassen, ob sie von zu Hause aus arbeiten möchten oder nicht? Sehr gut. Was halten Sie von der Idee, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Wahl lassen, ob sie von zu Hause aus arbeiten möchten oder nicht? Ich denke, dass das eine gute Idee ist. Es gibt Menschen, die lieber im Büro arbeiten, und andere, die lieber von zu Hause aus arbeiten. Es gibt Menschen, die lieber im Büro arbeiten, und andere, die lieber von zu Hause aus arbeiten. Es sollte jedem die Möglichkeit gegeben werden, das zu tun, was für ihn am besten funktioniert. Es sollte jedem die Möglichkeit gegeben werden, das zu tun, was für ihn am besten funktioniert. Ja, das stimme ich zu. Gibt es noch weitere Punkte, die Sie zur Diskussion bringen möchten? Ja, das stimme ich zu. Gibt es noch weitere Punkte, die Sie zur Diskussion bringen möchten? Ja, ich denke, dass es wichtig ist, die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Ja, ich denke, dass es wichtig ist, die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Man kann leicht in die Falle tappen, dass man zu lange arbeitet oder sich nicht genug Zeit für sich selbst nimmt. Man kann leicht in die Falle tappen, dass man zu lange arbeitet oder sich nicht genug Zeit für sich selbst nimmt. Ja, das ist sehr wichtig. Na gut, Sie haben beide interessante Punkte angesprochen. Vielen Dank für diese Diskussion. Ja, das ist sehr wichtig. Na gut, Sie haben beide interessante Punkte angesprochen. Vielen Dank für diese Diskussion. Letzten Teil, Teil 3, die Problemlösung, bzw. zusammen etwas planen. Die Aufgabe. Sie wollen gerne eine Abschiedsparty planen. Besprechen Sie, was Sie da tun könnten. Lieber Daniel, hast du eine Minute Zeit? Ich wollte mit dir über die Abschiedsparty sprechen, die wir für unseren Freund planen wollen. Lieber Daniel, hast du eine Minute Zeit? Ich wollte mit dir über die Abschiedsparty sprechen, die wir für unseren Freund planen wollen. Ja, natürlich. Was hast du dir denn so überlegt? Ja, natürlich. Was hast du dir denn so überlegt? Ich dachte, wir könnten die Party in einem Restaurant oder einer Bar abhalten. Was denkst du? Ich dachte, wir könnten die Party in einem Restaurant oder einer Bar abhalten. Was denkst du? Das klingt gut. Aber wir sollten vielleicht auch ein Budget festlegen, damit wir wissen, wie viel wir ausgeben können. Das klingt gut. Aber wir sollten vielleicht auch ein Budget festlegen, damit wir wissen, wie viel wir ausgeben können. Was sagst du? Gute Idee. Wie viel denkst du, sollten wir pro Person ausgeben? Gute Idee.
Wie viel denkst du, sollten wir pro Person ausgeben? Ich denke, zwischen 20 und 25 Euro wäre angemessen. Ich denke, zwischen 20 und 25 Euro wäre angemessen. Okay, das klingt vernünftig. Wie viele Personen sollen wir einladen? Okay, das klingt vernünftig. Wie viele Personen sollen wir einladen? Unser Freund hat viele Freunde und Kollegen. Unser Freund hat viele Freunde und Kollegen. Ich denke, wir sollten mindestens 30 Personen einladen, um sicherzugehen, dass genug Leute kommen. Ich denke, wir sollten mindestens 30 Personen einladen, um sicherzugehen, dass genug Leute kommen. Das ist eine Menge Leute. Wie können wir sicherstellen, dass alle informiert sind? Das ist eine Menge Leute. Wie können wir sicherstellen, dass alle informiert sind? Wir könnten eine WhatsApp-Gruppe erstellen oder eine E-Mail an alle senden, um sicherzugehen, dass alle eingeladen werden und die Details kennen. Wir könnten eine WhatsApp-Gruppe erstellen oder eine E-Mail an alle senden, um sicherzugehen, dass alle eingeladen werden und die Details kennen. Ja, das ist eine gute Idee. Wie wäre es mit dem Datum und der Uhrzeit? Ja, das ist eine gute Idee. Wie wäre es mit dem Datum und der Uhrzeit? Ich glaube, wir sollten die Party am Wochenende abhalten, damit alle kommen können. Ich glaube, wir sollten die Party am Wochenende abhalten, damit alle kommen können. Wie wäre es mit dem Samstag in 2 Wochen? Und wir könnten um 19 Uhr anfangen. Wie wäre es mit dem Samstag in 2 Wochen? Und wir könnten um 19 Uhr anfangen. Das passt gut. Wie sieht es mit der Dekoration und dem Essen aus? Das passt gut. Wie sieht es mit der Dekoration und dem Essen aus? Wir könnten Luftballons und Girlanden besorgen, um den Raum zu dekorieren. Wir könnten Luftballons und Girlanden besorgen, um den Raum zu dekorieren. Und wir könnten eine Käseplatte und einige Snacks bestellen, damit alle etwas zu essen haben. Und wir könnten eine Käseplatte und einige Snacks bestellen, damit alle etwas zu essen haben. Wie findest du das? Das klingt lecker. Sollen wir auch alkoholische Getränke bestellen? Das klingt lecker. Sollen wir auch alkoholische Getränke bestellen? Ja, aber wir sollten auch alkoholfreie Getränke wie Limonade oder Wasser zur Verfügung stellen für diejenigen, die keinen Alkohol trinken möchten. Ja, aber wir sollten auch alkoholfreie Getränke wie Limonade oder Wasser zur Verfügung stellen für diejenigen, die keinen Alkohol trinken möchten. Stimmt, das sollten wir nicht vergessen. Und was ist mit Musik? Stimmt, das sollten wir nicht vergessen. Und was ist mit Musik? Wir könnten eine Playlist erstellen oder einen DJ einstellen, damit wir alle tanzen können. Wir könnten eine Playlist erstellen oder einen DJ einstellen, damit wir alle tanzen können. Gute Idee. Aber wie teuer wäre das? Gute Idee. Aber wie teuer wäre das? Ich denke, wir können einen DJ für etwa 100 Euro für den Abend mieten. Ich denke, wir können einen DJ für etwa 100 Euro für den Abend mieten.
Oder wir könnten einfach eine Playlist auf Spotify erstellen und die Musik über die Lautsprecher im Restaurant abspielen lassen. Oder wir könnten einfach eine Playlist auf Spotify erstellen und die Musik über die Lautsprecher im Restaurant abspielen lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Wir planen eine Abschiedsparty für unseren Freund in einem Restaurant oder einer Bar. Das Budget beträgt 20 bis 25 Euro pro Person. Wir werden mindestens 30 Personen einladen und die Einladungen per WhatsApp-Gruppe oder E-Mail versenden. Die Party wird am Samstag, in 2 Wochen, um 19 Uhr beginnen. Wir werden Dekoration und Essen bestellen, alkoholische und alkoholfreie Getränke zur Verfügung stellen. Und entweder eine Playlist erstellen oder einen DJ einstellen. Falls wir uns für den DJ entscheiden, werden wir etwa 100 Euro dafür ausgeben. Habe ich etwas vergessen? Nein, das ist alles. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Nein, das ist alles. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Aber bevor wir alles in die Tat umsetzen, sollten wir noch einmal mit unserem Freund sprechen und sicher gehen, dass er mit all unseren Plänen einverstanden ist. Aber bevor wir alles in die Tat umsetzen, sollten wir noch einmal mit unserem Freund sprechen und sicher gehen, dass er mit all unseren Plänen einverstanden ist. Das ist eine gute Idee.